Herzlich willkommen zu «Anlegen mit Weitblick» im Juli. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, und zwar unseren Leiter Portfolio-Management, Adriano Sbriglio. Ich nutze die Gelegenheit darum auch, um mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, weil ihr habt euch daheim ja sicher auch schon gefragt, was so ein Portfolio-Manager überhaupt den ganzen Tag macht. Darum, Adriano, was sagst du zu dieser Frage? Ja, unter dem Portfolio-Management versteht man eigentlich nichts anderes als die Bewirtschaftung der Kundenportfolios, also der Kundengelder. Und das sind spezielle Gelder, das sind nämlich die Gelder, die uns im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandats anvertraut werden, dass wir es eben so bewirtschaften, wie es die Anlagestrategie vorsieht. Und da stellen wir, also mein Team und ich, sicher, dass das auch korrekt passiert, mit dem richtigen Instrument, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, so wie es im Sinn des Kunden ist. Und jetzt, du bist ja auch Mitglied im Anlageausschuss. Das ist schon eine Frage, die wir von unseren Kundinnen und Kunden immer wieder hören. Und zwar eben, wer bzw. was der Anlageausschuss überhaupt ist. Ja, das ist ein Gremium innerhalb der Postfinance mit 4 stimmberechtigten Anlagenexperten. Und die Anlagenexperten definieren, wie die langfristigen Anlagestrategien in dem Vermögensverwaltungsmandat aussehen. Und das sind auch die entscheiden, wie man kurz- und mittelfristig davon abweichen wird, wenn wir eben Chancen sehen oder Risiken reduzieren wollen. Das sind genau die Themen, die wir dann regelmässig in diesen Videos auch präsentieren. Und das passiert eigentlich relativ klassisch. Wir treffen uns hier mindestens einmal im Monat, wenn es nötig ist, auch mehr. Dann werden Anträge eingereicht, dann wird diskutiert, analysiert und schlussendlich abgestimmt. Und was eine Mehrheit findet, das wird dann umgesetzt. Und kannst du uns auch kurz erzählen, was im Moment so die brennenden Themen sind, die diskutiert werden? Ja, die brennenden Themen, so schön wie du das sagst, die brennen eben schon seit längerem. Das ist einerseits die Inflation, also der Anstieg der Preise, der weiterhin eigentlich unbremst ist. Und dann haben wir die Zentralbanken in einer Rolle, die das eigentlich dagegen ankämpfen mit Zinserhöhungen. Und man hat jetzt eine Dynamik festgestellt, wo man sieht, dass sie das immer wie stärker und erheblicher müssen machen. Und das hat natürlich wiederum Einfluss auf die Wirtschaft, aber auch auf die Finanzmärkte, wo eine Neubewertung stattfindet und wo eben gerade zu diesen Turbulenzen dieses Jahr geführt haben und zu diesen Wertschwankungen der Kundenportfolios. Genau, die Themen die diskutieren wir schon länger. Gibt es so etwas Neues, das in den letzten Wochen aufgekommen ist? Ja, zuletzt haben wir gesehen, dass gerade das Rezessionsrisiko gestiegen ist. Also gerade die negativen wirtschaftlichen Ausprägungen von diesen Zinsentscheiden, die hat es eigentlich zugenommen. Und man spricht davon, dass man da vielleicht sogar das Risiko sieht, dass man in eine rückläufige Wirtschaftsentwicklung gehen könnte. Und das wäre dann eben eine entsprechende Rezession. Genau, du redest von einer rückläufigen Entwicklung. Sehen wir jetzt die Erwartung auch schon in den aktuellen Wertschriftenkursen? Das ist ein bisschen eine spezielle Situation. Wir haben gesunkene Kurse gesehen, aber so wie wir das beurteilen, ist das nicht unbedingt wegen der Gewinnaussichten. Weil für das habe ich jetzt auch eine Grafik mitgenommen. Das zeigt die Gewinnerwartungen der Finanzanalysten, zum Beispiel von amerikanischen Aktien, über die letzten 20 Jahre. Und wenn man das anschaut, wir haben die Ups und Downs mit den verschiedenen Krisen. Und im letzten Teil, das ist jetzt die letzten Wochen und Monate, und da sehen wir eigentlich unbremst immer noch sehr hohe Erwartungen. Und das lässt uns ein bisschen skeptischer werden, weil da könnten natürlich auch Korrekturen kommen in den Gewinnerwartungen, was wiederum nicht so positiv wäre für die Aktienmärkte. Und was hat jetzt Postfinance oder beziehungsweise der Anlageausschuss konkret entschieden, wie man mit dem Vermögensverwaltungsmandat weiter umgeht? Da werfen wir am besten einen Blick auf unsere Positionierungstabelle. Das zeigt ja am Beispiel vom ausgewogenen Portfolio mit Fokus auf Prägung Schweiz, wie wir uns positionieren. Das ist einfach repräsentativ für alle anderen Anlagestrategien, die wir es anhand von diesem Beispiel darstellen. Und da sehen wir auch die Gewichtung, also der Anteil im Portfolio. Wenn wir optimistisch sind, dann erhöhen wir den Anteil. Wenn wir pessimistisch sind, dann fahren wir erst zurück. Und das haben wir jetzt gerade bei den amerikanischen Aktien noch mal gemacht. Wir haben letzten Monat schon reduziert, jetzt in diesem Monat haben wir noch mal einen Schritt zurückgenommen. Gerade weil wir eben sehen, dass die Rezessionsrisiken noch nicht wirklich im breiten Markt sind angekommen. Und darum haben wir im Gegenzug auch den Cash aufgebaut, also den Liquiditätsbestand im Portfolio. Natürlich auch Interesse daran, dass wir das in den nächsten Wochen und Monaten wieder investieren können. Vorerst sind wir aber noch vorsichtig. Auch bei den Obligationen haben wir weiterhin ein Untergewicht, weil wir eben erhöhte Zinsänderungsrisiken sehen. Und bei den alternativen Anlagen sind wir einerseits bei den Immobilien sind wir neutral positioniert und beim Gold haben wir weiterhin das Übergewicht, das als Sicherheitsbuffer dienen sollte, wenn wir weiterhin Turbulenzen sehen. Und vielleicht noch mal zu deiner Einstiegsfrage zurückkommen, was macht jetzt genau ein Portfolio-Manager? Wenn die Entscheide im Anlageausschuss getroffen sind, dann kommen die eigentlich zu meinem Team und mir. Und dann sicherstellen wir sicherstellen, dass das in allen Kundenportfolios umgesetzt wird. Und dann kaufen wir und verkaufen wir die entsprechenden Wertschriften.
Gut, merci vielmals für die vertieften Einblicke in das Leben von einem Portfolio-Manager und auch vom Anlageausschuss. Ja, wenn auch ihr daheim eine Frage habt zum aktuellen Marktgeschehen, zögert nicht und wendet euch unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse an uns. Beachtet für das aber bitte auch den eingeblendeten Disclaimer-Text. Und mit dem verabschiede ich mich auch schon von euch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.